Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf F24. Ja, ich habe immer noch 450 im Kopf, ne? Ich glaube, das werde ich auch wirklich so schnell nicht loswerden. Ja, wir befinden uns hier auf F24. Wir sind 599 jetzt gerade und wir wollen heute die Stufe 600 erreichen. Wie wollen wir das schaffen? Natürlich durch den Sandsturm. Wir haben schon ein paar Ebenen gemacht. Das hatten wir, glaube ich, mal live im Stream irgendwann mal getan. Und dadurch, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, kein Hexen-Event war, hatte ich mir dort mein Inventar vollgehauen und ja, musste jetzt bis zu diesem Wochenende kämpfen, das immer freizuhalten irgendwie. Jetzt haben wir noch Hexen-Event, deswegen gehen wir jetzt hier rein. Wir hatten auch schon mal in SF-Tools geguckt gehabt. Ich würde so circa bis 225 kommen. Jetzt, nachdem jetzt aber die Fusion stattgefunden hat und damit die Kompensation mit einhergehend, sind wir nochmal ein gutes Stück stärker geworden. Wir haben ja nochmal 16 Milliarden Gold bekommen und das ist auch nochmal in Ausdauer reingeflossen. Das heißt, wir haben eine bessere Ausgangslage und ich hoffe mal, dass wir dadurch ein bisschen weiterkommen als bis dahin. Aber ich muss dazu sagen, die 225, wir gehen hier schon mal parallel rein. Die 225 war jetzt auch nur so eine Zahl, die wir genommen hatten, die jetzt wirklich nachher schon das Maximum war. Ne? Ich wollte auf diesem Account jetzt nicht so hart reinpilzen, wie wir es jetzt auf dem Main getan haben. Auf dem Main war ja mit Runenwechsel, dies und das hin und her. So, ne, da wollten wir volles Karacho da reingehen. Das haben wir auch getan. Und hier auf W50, auf F24, wollte ich das jetzt nicht. Und ich hoffe mal, dass wir wenigstens so weit kommen, dass wir Stufe 600 schaffen. Mein Krieger ist natürlich ansatzweise noch nicht so stark wie mein Mage und deswegen, ja, gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, so, wenn wir bis 200 kommen, ist okay. Also Hauptsache, wir erreichen irgendwie die Stufe 600. Ansonsten wäre es jetzt ein bisschen unangenehm, wenn wir das jetzt hier heute im Video nicht live schaffen sollten. Ja, das wäre natürlich ein bisschen doof. Deswegen geben wir unser Bestes und hauen mal ein bisschen hier in die Tasten, würde ich sagen. Ja, und hauen mal so ein bisschen die Gegner hier mal durch. Ne? Stufe 600 ist natürlich eine krasse Stufe auf jeden Fall. Wenn man betrachtet, wie alt dieser Server jetzt eigentlich ist. 2021 wurde der released und wir haben es jetzt 2025. Die ersten Spieler sind nach 4 Jahren, also die höchsten Spieler, der höchste Spieler ist 621 in der kurzen Zeit, das müsst ihr euch mal reinziehen, ja. Mit Dungeon Pause plus halt eben Kompensation erreicht man fast das Gold Cap innerhalb von 4 Jahren, Alter. Das ist absolut heftig, tatsächlich, muss ich sagen. Und hätte ich nicht gedacht, dass es eines Tages dann doch so schnell geht. Aber man sieht ja, wo die Reise so hingeht, ne? Deswegen, ja, W50 ist so der erste Server gewesen, der damals so, also es gab vorher schon Leute, die Dungeon Pause gespielt haben, aber auf W50 wurde es das erste Mal wirklich extrem publiziert und wurde quasi dort erst richtig Mainstream so. Da haben richtig viele Leute dann angefangen, Dungeon Pause dann auch zu spielen und seitdem eigentlich jeder Server und heutzutage ist es eigentlich auch wirklich Pflicht, sag ich mal, dass man das spielt, wenn man wirklich einen starken Account haben möchte, so, ne? Für die Leute, weil das auch ab und zu in den Kommentaren steht, was die Dungeon Pause ist, oder es sind halt neue Spieler so da, ne? Sehr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal unter Playlisten auschecken. Da hatte ich mal so eine Playlist gemacht, wo so die nützlichsten Videos so drin sind von mir, die ich gemacht habe, so Tutorials, Tipps und Tricks. Und da ist auch eine ausführliche Erklärung zur Dungeon Pause, was das ist, wie man die spielt und so weiter und so fort. Ja, also da auf jeden Fall ist dort auch so ein bisschen Abhilfe geschaffen, so. Ja, wir sind jetzt fast Stufe 600 hier, es dauert nicht mehr lang. Wir haben auch gleich Stufe 200 erreicht hier, oder Sandsturm-Ebene 200. Das ist auf jeden Fall ganz cool und wie gesagt, wenn es hier jetzt nicht mehr weitergeht, dann ist das so. Ich werde hier jetzt nicht großartig Runen wechseln und sowas, das hatte ich jetzt nicht vorgehabt. Der Sandsturm, der hat einfach Zeit, so, ne? Mich jagt hier keiner und das ist auch eigentlich so auf dem Main auch so gewesen. Ich hatte ja extra nochmal darauf hingewiesen, dass es halt
nicht nötig ist, sowas zu machen so. Und da haben wir es erreicht. Ja, sehr geil. Aber wir haben es halt eben fürs Video gemacht, für die Unterhaltung, sage ich mal, so ein bisschen, ne? Bisschen Show. Ja, und da ist die Stufe 600. Damn. Also, ja, der grüne Ork mit der 600, das sieht schon verdammt krass aus. Das ist jetzt das 3. Mal, dass ich das jetzt hier sehen darf. Ja, zum Glück durfte ich das sehen, weil sonst, ja, die Kompensation hätte mich ja auch direkt auf Stufe 600 befördern können. Wäre ich noch ein bisschen höher gewesen im Level, dann hätten wir diesen Screen einfach geskippt. Und viele Leute haben diesen Screen auch geskippt, die hier auf diesem Server spielen. Die sind nämlich schon weit über Stufe 600 teilweise. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass wir ganz kurz davor noch, ja, so eingerankt worden sind mit der Stufe, damit wir das hier nochmal live im Video haben. Es ist immer noch was Besonderes, Stufe 600 zu erreichen. Es sieht auch wirklich verdammt sexy aus mit dem grünen Ork. Ich finde das Profilbild wirklich sehr, 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 sehr geil. Wirklich, das ist, ja, ich muss schon sagen, ich feiere das schon fast mehr als mein Originalbild, aber das OG-Bild ist natürlich, ne, das ist natürlich so oldschool, da kommt natürlich auch nichts ran, so, ne, aber der Ork, den feiere ich auch wirklich sehr, der ist auch sehr, sehr schön geworden, wie ich finde. Und ja, es ist immer noch cool, so eine große runde Zahl zu sehen. Es ist jetzt aber für mich jetzt mittlerweile schon das 3. Mal, dass ich die 600 sehe. Ja, deswegen ist es nicht mehr ganz so was Besonderes, beziehungsweise, ja, bin ich nicht so ganz so aus dem Häuschen wie damals, als wir zusammen das erste Mal Stufe 600 erreicht haben. Oder das erste Mal Stufe 500. Oder das erste Mal Stufe 700. Ja, das ist immer was Besonderes. Aber wenn man mehrere Accounts spielt und man das dann schon öfter sieht, ja, dann, ne, dann hat man hat es ja schon 2 Mal vorher gesehen. Jetzt ist halt das 3. Mal. Es ist trotzdem sehr cool. Es sieht sehr mächtig aus. 600. Ja, jetzt haben wir es hier auch im Vorschaubild hier. Meine 3 Hauptaccounts hier. Ja, bald schon der 2. auf Stufe 700. Es geht wirklich verdammt fix. Und ja, es ist einfach ein schönes Bild. Ja, muss man wirklich so sagen. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal noch weiter rein in den Sandsturm, wie weit wir hier noch kommen. Wie gesagt, wir haben es ja jetzt noch Hexen-Event. Das heißt, ja, warum nicht nutzen so und versuchen, soweit es geht, wie möglich so zu kommen. Wir wollen sowieso ein möglichst hohes Level in nächster Zeit noch schaffen, weil wir natürlich zum nächsten Legendary Dungeon uns neu equippen wollen, hier auch auf W50. Das wird mehr als Zeit, das zu machen. Wie gesagt, wir wollten es beim letzten LD schon machen, da habe ich es nicht geschafft zeitlich. Da wurde schon Zeit. Jetzt zum Glück habe ich es nicht gemacht, jetzt kam noch die Kompensation, wo wir auch nochmal so viele Level plus oben drauf gekriegt haben. Der Sandsturm, den wir jetzt noch hier, so gut es geht, vervollständigen, der uns auch nochmal ein bisschen XP gegeben hat, hier auf jeden Fall. Und dafür wird sich der nächste Legendary Dungeon umso mehr lohnen auf dem Server hier. Und da freue ich mich extrem drauf. Ja, dann sind wir wieder up to date, dann können wir wieder ein bisschen, ja, höher, sag ich mal, mithalten hier in der Ehrenhalle. Sind nicht ganz so abgeschlagen, aber ich muss dazu sagen, jetzt mit der neuen Ehrenhalle auf dem Server hier, da schwankt man schon dann doch ziemlich umher, weil halt dann viele Leute auch auf dem gleichen Niveau einfach kämpfen. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen rauf und runter geht, auf jeden Fall mehr als auf W50 damals so, ne? Ja, es geht hier noch stetig weiter voran. Ich würde mal sagen, wir verkaufen mal erstmal unsere Sachen, die wir hier noch gefunden haben durch den Sandsturm. Das machen wir mal fix und profitieren wir noch vom Hexen-Event, solange es da ist, machen unser Inventar schön leer, ne? Und ja, müssen dann abwarten, bis dann irgendwann wieder das nächste Hexen-Event da ist. So, Alter Ego hat auch keine Items, den benutze ich sonst auch immer mal ab und zu. So für eine kleine Ablagefläche von ein paar Items kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr nachher euer Equipment nicht mehr wechseln müsst und mit dem Arena-Manager und den Runen so komplett durch seid, dann braucht ihr ja das Alter Ego in dem Sinne nicht mehr zum Wechseln von Farm-Equipment und PvP-Equipment. Dann nutzt einfach den Free Space, den ihr da habt mit den Slots, um dann halt noch zusätzliche Items aufzubewahren. Ne? Das kann man gut und gerne machen. Und zum Hexen-Event kann man das dann alles schön verkaufen. So, aber ich würde sagen, an der Stelle hören wir mal auf. Es geht hier jetzt nicht mehr großartig weiter. Wir sind bis Stufe 208 gekommen. Wie gesagt,
Das, was ich berechnet hatte mit SF-Tools, war 225, was möglich gewesen wäre. Allerdings sind natürlich auf den Weg dorthin die Chancen schon niedriger, sag ich mal. Wodurch die Gegner jetzt natürlich auch schon relativ schwierig sind hier. Ne? Die sind machbar, auf jeden Fall, klar, gar kein Ding. Wenn genug Pilze da reinfließen, beziehungsweise wenn wir auch Runen wechseln und so. Aber jetzt für mich nicht weiter mehr nötig. Irgendwann muss man die Reißleine ziehen und dann ist einfach, muss man wissen, wann Schluss ist. So, ne? Und für uns ist jetzt Schluss. Stufe 600 haben wir erreicht. Sehr, sehr schönes Ding. Jetzt fehlen uns noch 32 Level bis zum Gold-Cap und dann bekommen wir auch das Maximale auf dem Server hier an Gold. Das wird auch sehr, sehr cool. Ansonsten, ja, war es das erstmal soweit von mir. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.